In diesem Video besuchen wir die Burgruine Bechtal, hoch über dem geschichtsträchtigen Anlautertal. Ein ehemaliger Adelssitz auf einem schmalen Höhenrücken. Warum die Burg verfiel und wie es zu ihrem Untergang kam, bleibt unklar, doch überliefert ist, dass während des Dreißigjährigen Krieges schwedische Artillerie auf die bereits verfallene Anlage feuerte. Was hier wirklich geschah, lässt sich kaum noch klären, doch welche Spuren bis heute sichtbar sind und was sie uns verraten können, schauen wir uns gemeinsam genauer an. Unser Rundgang beginnt an einem kleinen Parkplatz an der Burgstraße zwischen dem Ort Bechtal und der Burgruine Bechtal. Schon von hier aus zeichnen sich die Reste des Bergfrieds über den Baumwipfeln ab und geben einen ersten Eindruck davon, wie präsent diese Burg einst war. Zu ihrer besten Zeit wusste sich Burg Bechtal wirkungsvoll zu verteidigen. Der schmale Höhenrücken wurde durch 5 gestaffelte Quergräben gesichert, die Angreifer Schritt für Schritt ausbremsten. Zusätzlich lagen Vorburgbereiche vor und hinter der Kernburg, vermutlich mit Wirtschaftsgebäuden und Unterkünften. Erhalten geblieben sind heute vor allem Mauerreste der Kernburg, Gräben und der markante Bergfried, der immer noch das Tal überragt. Da eine natürliche Quelle auf dem Sporn fehlt, erfolgte die Wasserversorgung sehr wahrscheinlich über Zisternen, die Regenwasser sammelten. Eine typische Lösung für Höhenburgen dieser Art. Der Höhenrücken war bereits zur Urnenfelder, Hallstatt, Latenne und Völkerwanderungszeit ein teilweise befestigter Siedlungsplatz. Der Graben zur Sicherung der Hauptburg ist noch immer gut erkennbar und wurde mehr als 10 Meter tief in den Felsen geschlagen. Die Burg Bechtal entstand wahrscheinlich während des 12. oder frühen 13. Jahrhunderts in einer Zeit, in der Höhenburgen gezielt zur Sicherung regionaler Herrschaftsräume errichtet wurden. Erbauer und Namensgeber waren die Herren von Bechtal, auch Pechtaler genannt. Ein solcher Name wird häufig mit der Gewinnung von Pech und Harz in Verbindung gebracht. Rohstoffe, die während des Mittelalters für Bauwesen, Handwerk und das Militär von großer Bedeutung waren. Ob der Name tatsächlich aus dieser Tätigkeit hervorging oder lediglich auf Besitzverhältnisse verweist, lässt sich heute nicht mehr eindeutig klären. Sicher ist jedoch, die Bechtaler galten zeitweise als wohlhabend und gehörten zu den wirtschaftlich starken Adelsgeschlechtern der Region. Nach Quellen gewährten sie hochgestellten Adligen Darlehen. Überliefert ist, dass selbst der Herzog von Bayern zu ihren Schuldnern zählte, ein deutliches Zeichen dafür, dass die Familie über erhebliche finanzielle Mittel verfügte und in ihrer Zeit eine Rolle spielte. Der höher gelegene Eingang am Bergfried, der auf den Aufnahmen gut zu erkennen ist, kennzeichnet eine der letzten Verteidigungsmöglichkeiten der Burg. Nach einem Rückzug in den Turm konnte der Zugang etwa durch eine Treppe, eine Leiter oder einen hölzernen Steg entfernt oder zerstört werden. Dadurch war der Eingang für Angreifer nur noch schwer zu erreichen und der Bergfried konnte länger verteidigt werden. Gleichzeitig standen die Bechtaler in enger Beziehung zum Hochstift Eichstätt,
Wie viele Adelsfamilien der Region bewegten sie sich zwischen eigenständigem Machtanspruch und der Bindung an den geistlichen oder weltlichen Landesherrn? Diese Nähe brachte Einfluss, schuf jedoch auch Abhängigkeiten. Mit dem Spätmittelalter veränderten sich die Rahmenbedingungen grundlegend. Wirtschaftliche Schwerpunkte verlagerten sich, neue und lukrativere Handelsrouten entstanden fernab von Bechtal und auch die Verwaltungsstrukturen wandelten sich. Kleinere Adelssitze auf Höhenrücken verloren dadurch zunehmend an Bedeutung. Die Herren von Bechtal verschwanden allmählich aus den Quellen, nicht durch einen plötzlichen Bruch, sondern durch Rückzug, Verkauf und die schrittweise Aufgabe von Besitz. (1414) wurde Burg Bechtal an die Herren von Erlingshofen verkauft. Für die Bechtaler bedeutete dies das Ende ihrer Verbindung zur Burg und zugleich das Ende ihres sichtbaren Auftretens in der regionalen Geschichte. Die Erlingshofener waren kein unbeschriebenes Blatt. Ihr Name taucht immer wieder bei regionalen Machtspielen sowie Fehden auf. Ihre Stammburg, Burg Wieseck, war bereits rund ein Jahrhundert zuvor während eines Konflikts mit dem Hochstift Eichstätt zerstört worden und durfte nicht mehr wiedererrichtet werden, ein Zeichen der Spannungen zwischen weltlichem Adel und geistlicher Herrschaft. Quellen berichten von Übergriffen und dem Ausnutzen lokaler Machtpositionen. Ob man hier tatsächlich von Raubrittertum sprechen kann oder ob es sich teilweise um Anschuldigungen seitens des Hochstifts handelte, bleibt offen. Sicher ist jedoch, dass die Erlingshofener um Einfluss und Bedeutung rangen. Der Erwerb der Burg Bechtal lässt sich als Versuch verstehen, nach dem Verlust von Wieseck erneut einen festen Machtstützpunkt zu gewinnen. Aber die Burg war, wenn auch regional bedeutend, ohne dauerhafte Perspektive. Denn auch Bechtal brachte ihnen kein Glück. Die Zeit der abgelegenen Höhenburgen ging zu Ende. Die Burg wurde an das Hochstift Eichstätt verkauft, verlor ihre Funktion und wurde schließlich aufgegeben. Auch rund um die Burgruine Bechtal rankte sich das Gerücht von einem verborgenen Schatz, wie bei so vielen Burgruinen. Gold, Silber oder andere Wertgegenstände sollen zurückgelassen worden sein, als die Burg ihren Niedergang erlebte. Doch diese Vorstellung passt nur bedingt zu dem, was wir über Bechtal wissen. Die Burg wurde nicht plötzlich erobert oder gewaltsam zerstört, sondern schrittweise verlassen. Ein geheimer Schatz aus letzter Not erscheint daher wenig wahrscheinlich. Deutlich plausibler ist eine andere Erklärung. Was an Wert vorhanden war, wurde mitgenommen, verkauft oder bereits frühzeitig in Geld umgewandelt. Zurück blieb keine Beute, sondern eine Ruine. Für das Hochstift Eichstätt bedeutete dies zugleich einen potenziellen Unruheherd weniger. Vielleicht liegt die wahre Legende von Bechtal nicht unter der Erde verborgen, sondern in den Spuren des Verfalls selbst, in Mauern, Gräben und dem stillen Zeugnis einer Burg, die nicht fiel, sondern langsam verschwand. Ab der Mitte des 16. Jahrhunderts versank die Burg Bechtal in dem Dunkel der Geschichte. Die genauen Gründe für die Aufgabe der Burg sind nicht dokumentiert.
Es gibt jedoch Berichte in Chroniken, nach denen die bereits baufällige Anlage während des Dreißigjährigen Krieges durch schwedische Artillerie endgültig zerstört wurde. Warum schwedische Truppen ausgerechnet hier Artillerie einsetzten, lässt sich nicht eindeutig klären. Wahrscheinlich folgten sie jedoch einer gängigen Kriegsstrategie jener Zeit. Selbst verlassene oder baufällige Burgen wurden gezielt zerstört, um sie dem Gegner dauerhaft als Rückzugs- oder Beobachtungspunkte zu entziehen. Einst wachte Burg Bechtal über das Anlautertal. Heute sind es Mauerreste und Gräben, die daran erinnern und vielleicht doch verhindern, dass sie ganz vergessen wird. Vielen Dank fürs Zusehen und bis demnächst.